Moin. Seit ja doch etwas längerer Zeit möchte ich ganz gerne die Laserdisc wieder auf den Markt bringen. Ich verlinke in der Beschreibung auch einen Reddit-Post von mir und zum LDDB-Forum. Da kann man die Details dazu lesen. Ich werde sicherlich in irgendwelchen Videos in der Zukunft auch genauer darauf eingehen. Aber da ich einigen versprochen habe, ein bisschen die Technik zu zeigen, wollte ich darüber bzw. davon ein Video machen. Was sehen wir hier? Wir haben hier einen NTSC-Generator, der erzeugt mir ein sauberes NTSC-Signal. Dazu muss man wissen, Laserdisc hat man zum einen in PAL gehabt, aber auch zum anderen in NTSC. Ich konzentriere mich bei der Produktion von Laserdisc erstmal auf NTSC aufgrund des Marktanteils. Das erzeugt mir also ein sehr sauberes NTSC-Signal. Wenn ich hier rüber schwenke, lese ich das ein mit dem Lime SDR. In GNU Radio verarbeite es, das heißt, ich move es in einen anderen Frequenzbereich, ich modelliere es in FM, gebe es aus bescheidenen Gründen über HackRF aus. Wieso? Denn Lime SDR hat eigentlich auch einen Ausgang, aber aus irgendwelchen Gründen kriege ich den nicht, ja, kriege ich den nicht in Betrieb. Daher diesmal beziehungsweise aktuell über den HackRF. Und da gehe ich mal ein bisschen höher. Achtung, es wackelt. Und gebe mir das Ganze aktuell auf den Spektrum Analyzer aus. Hier kann man auch ganz gut sehen, dass da soweit recht gut funktioniert. Wir haben die Frequenz, die ich haben möchte. Wir haben in etwa Spektrum, was der Laserdisc entspricht. So, ich gehe so ein bisschen weiter runter. Der nächste Schritt wäre, achso, das, was ich hier zeige, mit dem, kann man ein bisschen näher rangehen, dann sieht man das besser. Das ist das Chroma-Signal. Ich habe also das Signal habe ich, speichere ich auch parallel ab, kann das mit LDD-Code aus dem Doomsday Project auch demodulieren und mir anzeigen lassen. Das heißt, das, was wir hier sehen, das sieht nicht nur theoretisch gut aus, sondern praktisch ist das RF-Signal, was hier rauskommt, auch Laserdisc-konform. So, aber das eine ist, das auf den Computer zu demodulieren. Das ist ein netter Schritt, aber letztendlich muss das auch auf Hardware demodulierbar sein. Und dafür habe ich mir Hardware besorgt. Ich weiß nicht, ob ich das besser raufbekomme. So, dafür habe ich mir Hardware besorgt, die nicht 100% passt. Aber man muss ja anfangen. So, und zwar ist das, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist das, ich hole das jetzt nicht raus, sind das die Innereien eines sehr alten Laserdisc-Players, ein Laserdisc-Player aus den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Der Vorteil ist, die damaligen Player waren noch relativ simpel, relativ dumm. Ich habe dazu auch, wenn ich hier mal rübergreife, die Schaltpläne mir schon besorgt. Und das sieht man hier jetzt nicht und auch markiert, wo ich das RF-Signal einspeise.
Das Gute an diesen Plänen von damals, die haben auch gleich, das sieht man auf dem Video wahrscheinlich sehr schlecht, haben auch gleich gezeigt, an welchen Messpunkten das Signal wie aussehen soll. Das einzige Problem hierbei ist, das ist ein PAL-Player. Das heißt, ich habe ein NTSC-Signal, aber der Demodulator hier drauf ist PAL. Das passt im Grunde vorne und hinten nicht, aber auch ein NTSC-Signal kann man auf PAL anzeigen, beziehungsweise ja doch anzeigen lassen. Es ist dann allerdings schwarz-weiß. Ja, für den ersten Test ist es ganz nett. Hoffentlich funktioniert das auch tatsächlich denn damit. Wenn ich ein Schwarz-Weiß-Bild rausbekomme, das heißt, mir am Ende auf meinem Fernseher anzeigen lasse, dann bin ich schon ein ganzes Stückchen weiter. Und dann kann ich mir immer noch das gleiche nochmal besorgen als NTSC-Variante. So, das wäre also der nächste Schritt, den Demodulator hier aufzubauen, entsprechend anzuschließen, die Logik hier zu deaktivieren, dass er fokussieren möchte, dass er das Laser bzw. das Abspielen der Laserdisc deaktiviert, wenn er erkennt, dass keine LD vorhanden ist oder kein Motor vorhanden ist. Also auch das wird nicht so einfach sein. Aber ja, es bringt Spaß und ich habe ja nun mal das Ziel, die LD wieder für Sammler auf den Markt zu bringen. Natürlich nicht als Massenprodukt, das ist ganz klar. Jo, das war's dann auch so. Ich werde dieses Video immer weiterführen, das heißt, das nächste kommt dann raus, wenn ich den Demodulator angeschlossen habe. Wenn ihr Fragen habt, werde ich dazu wahrscheinlich noch ein Video erstellen. Ja, man sieht, ich bin immer noch nervös. Sei es drum, ich werde mich noch dran gewöhnen, Videos zu machen. Dann bis zum nächsten Mal.